Nein, nein, ich brauche jemanden, der Verantwortung trägt. Aber keiner macht den Scheiß so wie ich. Ain't it just the way that it goes? Alle Player, aber keiner respektiert mehr den Code. Okay, Baxi ist wieder auf den Straßen. Ich habe jetzt erstmal einen riesen Aufstand an der Rezeption gemacht. Ich will auf jeden Fall mit dem Manager reden später. Und dann fragen die Angestellten es immer so, warum? Sie können auch mit mir reden. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich brauche jemanden, der Verantwortung trägt. Weil wenn man schon Gast ist, dann will man auch wie ein Gast behandelt werden. Aber erstmal eine Runde Morgensport, dann eine Runde ins Meer springen und dann muss ich mich um ein paar Sachen kümmern. Ich brauche neue T-Shirts, weil in der letzten Bleibe meine T-Shirts zerstört wurden. Wow, hier ist einiges los. Ich musste mich erstmal wieder an den ganzen städtischen Lärm und den städtischen Trubel gewöhnen. Nach 2 Wochen reinem Inselleben, entspannten am Strand chillen und nichts außer Meer um mich herum. Ich machte mich auf den Weg in den Norden der Stadt, da ich mit Basil verabredet war, der lange als Touristenführer gearbeitet hatte. So, schnell vom Tuk-Tuk an den Marina Beach fahren lassen. Das Lustige ist, hier ist direkt einfach am Strand Zugverkehr. Das ist ein bisschen strange, hat aber einen gewissen Vibe. Du hast hier direkt eine Bahnlinie. Die Aussicht war auf jeden Fall einmalig und ist definitiv eine Fahrt wert. Hier ist auf jeden Fall Rambazamba los. Der schleppt den mit, der will die Polizei holen. Aber keiner macht was. Alle gucken nur zu, ich verstehe kein Wort. In Deutschland würden die meisten Menschen wahrscheinlich vorbeilaufen, da jeder sich um sein eigenes Leben schert. Es bildet sich eine große Traube an Menschen. Wie immer in diesen Ländern. Ajo, wird sich schon klären. Wie üblich findet man an den Gleisen immer die Townships. Ich laufe hier gerade an ganz heruntergekommenen Baracken vorbei. Hier leben die Leute fast auf der Straße. Trotzdem sind es immer die liebsten und freundlichsten und offenherzigsten Menschen. Ich filme das jetzt nicht, darum geht es doch gar nicht. So, ich muss mich jetzt hier irgendwie durchschlagen. Gucken, wie ich an den Strand komme. Und dann muss ich hier durch. Hier wird Fisch gekauft. Nice. Für den Fisch, den man hier für ein paar Euro bekommt, bezahlen wir bei uns verhältnismäßig ein Vermögen. Ich glaube, ihr seht's. Ja. Und das hat natürlich viel mit uns zu tun. Die Abhängigkeit vom Westen, vom Tourismus, Import, Export, das sind alles Sachen. So, ich muss mal gucken, wie weit ich jetzt überhaupt noch weg bin. Wir müssen schon ein gutes Stück laufen. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll mich. Ja, Marina Beach heißt natürlich Marina, heißt halt Hafen. Aber ich muss eigentlich im Prinzip bis ganz dahinter. Ich bin nämlich um 9 mit Basil verabredet. Ich hoffe, der ist noch da. Da
Da gehe ich wieder nach meiner deutschen Art. Wir haben jetzt 8:45. Um 9 habe ich gesagt, bin ich spätestens da. Wusste aber nicht, dass der mich jetzt hier 15 Minuten vorher rausschmeißt. Schöner Ort. Ich muss ehrlich sagen, hat was sehr, sehr Besonderes. Diesen Vibe kenne ich nicht. Also ein bisschen Afrika ist auch am Start. Ich muss gestehen, dass mich das einfache Leben in den letzten Jahren immer mehr inspiriert hat und ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf Großstadtleben habe. Liegt der ganze Müll. Got Egypt vibes, this got Egypt vibes, guys. Ich meine, Dreck und Hygiene sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber das ist kein Klischee, dass Sri Lanka ein sehr unhygienisches Land teilweise ist. Weil sie nicht wissen, wie sie recyceln, weil sie nicht wissen, wie sie mit Abwasser umgehen. Und ja, dementsprechend hast du dann so Situationen hier. Wir müssen unseren Planeten besser machen. Viel besser machen. Wir mögen zwar ein viel strukturierteres und fortschrittlicheres Leben im Westen führen. Dennoch muss uns doch bewusst sein, dass wir einen großen Anteil für den Schaden der restlichen Länder tragen. Es ist warm, aber andere Hitze als in den Malediven. Trockener. Für mich viel leichter auszuhalten. Ich habe, wie gesagt, ersten bösen Sonnenbrand wieder seit Ewigkeiten. Haut auf den Schultern und am Rücken hat es komplett geschält. Aber da kommt jetzt schöne Babyhaut nach. Um nicht zu sagen Babypopo. So, ich bin angekommen. Ich habe starke Gefühl, Basil ist nicht mehr da. Er hat nämlich extra gesagt, er ist früher da, weil er nämlich kein Handy hat. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, uns gegenseitig zu erreichen. Deshalb sind Uhrzeiten und Abmachungen dann natürlich wichtig. Ich habe jetzt verkackt. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas ohne Grund passiert. Entweder laufe ich ihm zufällig über den Weg oder seine Jungs kontaktieren mich, weil die haben meinen Instagram. Ich frage mal nach, ob der hier war. Der Laden hat auch noch komplett zu. Good morning. When the shop open? 11? 10, 11, because I was waiting for a friend. I should meet him here 9 o'clock. Was somebody sitting here waiting? You sit here, no No, not me, a friend. His name Basil. Not here, some friend is coming. Okay, I will get the coffee there. Ah, I know this guy. Studi. Good morning, brother. When are you opening? Cappuccino. Da wird erstmal schön auf den Strand gekackt, wa? Erstmal schön Häufchen legen. So, der Laden ist noch zu, aber weil ich wieder meinen Charme habe spielen lassen, wird mir trotzdem jetzt schon mal ein schöner Cappuccino zubereitet. Herrlich. Herrlich. Also insgesamt gehen es die Leute ein bisschen langsamer an. Das tut meiner Seele wiederum sehr, sehr gut. Wenn man von Basil spricht, sag ich doch. War doch klar, dass wir uns noch sehen. I'm sorry I'm late. No, Was you here already? no, I just came. I'm coming. I came 5 minutes ago. Oh, I right. asked him, did he see you? He said no. I said, ah shit, I was late. I thought maybe you leave, brother. No. Because I don't want, I know, if we don't see each other, you don't have my number, I don't have your number. But you told me to come. We always have. Alleine die Art und Weise, wie ich Basil kennengelernt hatte, konnte einfach kein Zufall sein.
This guy, I met him on the street. He's already making my trip and my time here way more beautiful, guys. You have no idea. We're just planning the route for me, and I already I have met a some- good brother. I cannot forget in my entire life. Thank you, sir. Keep in memory. Thank you. And It's you karma. gave me some links, yesterday. We were talking about Bitcoin? Bitcoin. Yes. And I will give you more information if you're really interested to change your life. Yes. I think this is what it's about. When you meet people from different countries, different places, you will always find one level where you can connect, and this is human beings. You don't have to ask where somebody comes from, which nationality, because it doesn't matter. We all live on the same planet. Same planet, And yeah. if you find this connection between somebody, you can have amazing experiences, and people will open up to you in a whole different way. If you come Okay. to a place, remember you are a guest in this country. Don't behave like where you come from, because you have to adapt. And if you give people time, they will open up to you and they will give you amazing recommendations that nobody else can give you guys. So, ich weiß, dass wir alle dasselbe Bewusstsein teilen. Auch wenn wir uns in Äußerlichkeiten und Verhaltensweisen unterscheiden mögen, stammen wir doch alle von derselben Quelle. Und wenn man sich dies einmal bewusst wird, kann man sich wirklich frei durch diese Welt bewegen und Menschen anziehen, die das Gleiche teilen. Mangana. One night, no night. It's you decided. It's up to you. But the best is 2 days. Okay. Right? Okay. From there you're going to Adams Peak. I want to definitely see the Lions Rock, Yeah. and there's one tower somewhere there in the jungle. Yes. Anuradha. Correct. Mm-hmm. මචං මූ යන්නේ මචං මේ ඉඳන්නේ කොහෙද නෑ මයංග Ich war wirklich dankbar, Basil getroffen zu haben. Denn die Route, die er mir zusammenstellte, war so individuell auf mich angepasst, dass ich mir sicher sein konnte, dass kein anderer Tourist diese Reise machte. So, this guy, Stuti, he gave me 3 coins because there's a certain temple, it's called the Wishing Temple. Can you just explain what it's about? A wishing temple, if you need any wish. For example, you want to make yourself more perfect with a good wife, and next year you will get it. Right? So within 1 year, my Lord Buddha, give me this. Definitely, if it is happen, within 1 year, I will come and visit you. Alter, ihr habt keine Ahnung, Alter, was ich hier für einen Plan zusammenstelle. And the lighthouse, Does the Lions Rock cost entry? It's money? yes, it's like 1,000 rupees ticket. At that time, it was like 500. Now, it's 1,000. Okay. The thing for me is, it's not like I don't want to give. I want to know where it's free, so I don't pay for bullshit. Yeah. But if I have a super nice tour, Yeah. somebody do something amazing. You know me. Ah, yeah. He will be the first one that gets something if I can help him. Yeah. We're Sorry? good. You want water or something? Big bottle of water? Yeah, Can you we get have a one big bottle bottle of water? Ah, okay. They give us two bottles. small and 3 glasses. And worship the God. There's Oh, I'm going to. This is something I'm so excited about because I want to find my spirituality again, Yes. bro. I have it, but I'm not so connected anymore like I used to be as a so child. in that trip you will get a girl, in your bride. Nah, girls will keep me from finding my spirituality, you know? This is the wrong way. This is the wrong way. Women are the most powerful God, but they can also do the worst. Yeah, that's right. Yesterday we were speaking about that. Okay, so ich konnte kaum abwarten, meine Tour zu starten und einfach mit dem Roller drauf loszubrettern. Einfach in Richtung nirgendwo, ohne gewisses Ziel. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. From Matere to Marisa, how long? Yeah. To Mater, to Marisa is like 1 hour. Perfect, so I go from Boderavelle, I make a stop here Yeah. in Matere, Yeah. have some lunch, have some coffee. Coffee. And if I can go around a bit, see the place, and then I will leave maybe in the afternoon and pass Tangol, Gol, and stop in Marisa. Marisa. Yeah. Basically, Is it second floor? 1260s.